Yes, I think that you've got enormous self-confidence, madam. There is no mystery, no separateness, no sacredness about men to you. Sie waren eines der ikonischsten Leinwandpaare der 1960er Jahre, Sophia Loren, die italienische Schönheit, deren Eleganz und Stärke in jeder Einstellung aufblitzte, und Peter Sellers, das komödiantische Genie, dessen Brillanz oft eine tiefe innere Zerrissenheit verbarg. Ihre Chemie in The Millionaires war elektrisierend, unbestreitbar und echt. Jetzt, mit 90 Jahren, hat Leinwandlegende Sophia Loren endlich über einen Moment in ihrem Leben gesprochen, den sie jahrzehntelang verschwiegen hat. Einen Moment, der mit dem tragischen Tod eines der brillantesten und zugleich gequältesten Komiker der Filmgeschichte zusammenhängt, Peter Sellers. Aber wussten Sie, dass Sophia Loren und Peter Sellers über die Leinwand hinaus eine sehr persönliche Beziehung hatten? Kommentieren Sie 1 für Ja, 0 für Nein und teilen Sie uns Ihren Lieblingsfilm von Peter Sellers mit. Das Warten hat ein Ende, wir können gleich loslegen. Der Tag, an dem die Nachricht bekannt wurde. Jahrzehntelang hat Sophia Loren über eines der kompliziertesten Kapitel ihres Lebens weitgehend geschwiegen. Ihre emotionsgeladene, einseitige Beziehung zu dem Schauspieler Peter Sellers, eine Beziehung, die beide auf sehr unterschiedliche Weise geprägt hat. Doch als Peter Sellers 1980 im Alter von 54 Jahren plötzlich an einem schweren Herzinfarkt starb, war Loren erschüttert und tief traurig. Es sollte Jahre dauern, bis sie öffentlich über den Mann sprach, der einst glaubte, dass sie füreinander bestimmt waren, und noch länger, bis sie die Wahrheit über ihre Gefühle nach seinem tragischen Tod erzählte. Als die Nachricht von Sellers Tod am 24. Tomzig 1980 bekannt wurde, befand sich Loren in Italien. Freunde sagen, sie sei still geworden, nachdem sie die Nachricht gehört hatte, und habe sich für kurze Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Als sie später nach seinem Tod gefragt wurde, sagte sie leise: „Ich war schockiert, sehr traurig. Er war zu jung, er hatte noch so viel in sich, so viel Lachen, so viel Schmerz, es war ein kompliziertes Herz, das versagte." Obwohl sie seit vielen Jahren keinen engen Kontakt mehr hatten, trug Loren ein kompliziertes emotionales Erbe aus ihrer Zeit mit Sellers mit sich. Sie beschrieb, dass sie ein tiefes Gefühl des Verlustes empfand, nicht nur wegen des Mannes selbst, sondern auch wegen der Gebrochenheit und des Drucks, den er im Privaten ertrug. In einem seltenen Moment der Verletzlichkeit sprach Loren in einem europäischen Interview Anfang der 2000er Jahre offen und sagte, Peter lebte in einer Welt, in der Fantasie und Realität oft verschwammen. Er wollte Dinge von Menschen, die sie nicht geben konnten, vor allem Liebe. Ich bewunderte sein Talent. Ich bedauerte seine Einsamkeit. Sie drückte auch ihre Trauer darüber aus, wie die Welt Sellers in seinen letzten Jahren missverstanden hat. Während die Fans den brillanten Komiker sahen, war sie Zeugin eines Mannes, der mit Unsicherheit, Sehnsucht und emotionaler Instabilität rang. Hinter dem Genie steckte ein Mann, der einfach nur geliebt werden wollte. Ich wünschte, er hätte mehr Frieden gefunden. Obwohl sie Peter Sellers nie so liebte, wie er sie liebte, hat Sophia Loren seine Gefühle nie unterschätzt. Sie ging mit seiner Zuneigung anmutig um, aber sein Tod weckte Erinnerungen an eine Zeit, in der Ruhm, Besessenheit und unerfülltes Verlangen aufeinander prallten. In den vergangenen Jahren hat Loren es vorgezogen, Sellers zu ehren, indem er sich an seine Brillanz und nicht an den Skandal erinnerte. Er brachte die Welt zum Lachen, sagte sie einmal. Das war seine Gabe und sein Schild. Ich hoffe, er wusste, wie bewundert er wirklich war. Sind Sie neugierig auf die Beziehung zwischen den beiden? Was ist wirklich passiert? Schauen Sie weiter, um es herauszufinden. Peter Sellers war zwar eine Legende in der Filmindustrie, doch hinter seinen humorvollen Rollen und seinem immensen Talent verbarg sich ein Leben voller Komplexität und Widersprüche. Die Person hinter dem Lachen. Nur wenige wissen, dass Peter Sellers trotz seiner Popularität und seines Erfolges ein wirklich zerbrechlicher Mensch war, der ständig mit starken Emotionen und erheblichen psychischen Störungen zu kämpfen hatte. Obwohl die Welt ihn wegen seiner exzentrischen Charaktere und seiner unvergleichlichen komödiantischen Leistungen kennt, sind sich nur wenige Menschen dieser Tatsache bewusst. Sellers, der weithin als eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der Welt der Komödie gilt, war für die Erschaffung einer Vielzahl von Charakteren verantwortlich, die von der breiten Öffentlichkeit geliebt wurden. Seine ständigen Verwandlungen im Film waren jedoch nur eine Seite der Geschichte.
In seinem Innersten war Peter Sellers nicht einfach zu durchschauen. Obwohl er immer in der Lage war, andere Menschen zum Lachen zu bringen, war er ein verletzlicher Mensch, dem es nie gelang, in seinem Privatleben zur Ruhe zu kommen. Die Menschen sahen ihn oft auf der Bühne glänzen, aber hinter dem Lachen gab es Zeiten der Einsamkeit und psychische Herausforderungen, die nicht leicht zu bewältigen waren. Nach eigenen Angaben kämpfte Peter Sellers mit einer bipolaren Erkrankung, die ihn zu ausgedehnten Anfällen von Traurigkeit, Zeiten der Hoffnungslosigkeit und dem Gefühl, keinen Ausweg aus seiner Situation finden zu können, zwang. Obwohl er eine bekannte Persönlichkeit war, hatte er den Eindruck, dass er ständig am Rande der Gesellschaft stand, als wäre er ein Fremder in seinem eigenen Leben. Diese depressiven Phasen wirkten sich nicht nur auf seinen körperlichen Zustand aus, sondern waren schließlich auch ein wichtiger Aspekt seines Gefühlslebens und seiner Beziehungen. In Sellers Leben gab es eine Menge emotionaler Turbulenzen. Obwohl sie 3 Hochzeiten hatte, von denen jede mit Optimismus begann, aber in Enttäuschung endete, war keine von ihnen erfolgreich. Seine erste Ehe mit Anne Ho hielt jedoch nicht sehr lange, obwohl sie 2 gemeinsame Kinder hatten. Ähnlich wie seine vorherige Beziehung war auch die folgende mit der Schauspielerin Britt Eklund nicht von Dauer. Obwohl Peter sich nach Liebe sehnte, gelang es ihm nicht, seine Gefühle ins Gleichgewicht zu bringen. Das Scheitern jeder Ehe hatte psychologische Gründe und war auf die Komplexität des Individuums zurückzuführen. Es scheint, als ob sich seine inneren Kämpfe in den gescheiterten Ehen widerspiegelt. Peter Sellers war ein vielseitiger Mensch, der einfach anzusprechen, aber schwer genau zu prognostizieren war. Einige, die ihm nahestanden, sagten, dass er zwar charmant und witzig war, den Menschen aber manchmal das Gefühl gab, dass sie nicht mit ihm verbunden waren. In diesen Momenten fühlte er sich nicht nur emotional isoliert, sondern war sich auch zutiefst bewusst, dass er nicht in der Lage war, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Es war eine der quälendsten Erfahrungen im Leben von Peter Sellers, mit dem Bild eines Mannes konfrontiert zu werden, der ein offenes Herz hatte, aber nicht in der Lage war, bei seinen Mitmenschen Mitgefühl zu finden. Darüber hinaus trugen die Schrulligkeit und die Komplexität seiner Persönlichkeit dazu bei, dass seine Darbietungen tiefgründig und einprägsam waren. Die Figuren, die Sellers darstellte, wie Inspektor Clouseau in Der Rosarote Panther oder Chance in Being There, waren immer Menschen, die durch ihre Handlungen und Umstände in der Welt fehl am Platz zu sein schienen. Obwohl sie so unkompliziert waren, trugen sie ein unergründliches Gefühl der Isolation in sich. Auch in diesen Filmen konnte das Publikum den Konflikt zwischen dem Äußeren und dem Inneren dieser Figuren wahrnehmen, und dies war ein Spiegelbild von Peter Sellers selbst. Chance, die Figur, die Sellers in Being There darstellte, war ein äußerst unkomplizierter Mensch, der sich emotional von seiner Umwelt entfernt hatte. Diese Figur gilt als eine seiner besten Darbietungen, weil sie trotz ihrer scheinbaren Einfachheit ein starkes Gefühl der Einsamkeit, eine Sehnsucht nach Liebe und den Wunsch nach einer Verbindung mit Menschen aus seinem unmittelbaren Umfeld enthält. Ähnlich wie Chance war Peter Sellers ein Mann, dem es an Verständnis für die Welt und die Menschen in ihr fehlte, aber er hatte den starken Wunsch, sich mit anderen zu verbinden und einen Ort zu finden, an dem er sich zugehörig fühlen konnte. Trotz der Tatsache, dass er immer wieder einzigartige und überzeugende Persönlichkeiten darstellte, war Peter Sellers letztlich ein einsamer Mann, der sich ständig nach Liebe sehnte. Das Streben nach Verständnis und die Fähigkeit, andere Menschen zum Lachen zu bringen, waren 2 Aspekte seines Lebens, die in direktem Gegensatz zueinander standen. Darin liegt die Komplexität seines Wesens. Er ist ein komödiantisches Genie, aber er ist auch ein Mensch, der nie seinen inneren Frieden finden konnte. Im Alter von 54 Jahren erlag er 1980 einem Herzinfarkt, der letztlich die Ursache für seinen Tod war. Diese persönlichen Kämpfe führten schließlich zu seinem endgültigen Ableben. Obwohl es unerwartet und niederschmetternd war, befreite Peter Sellers Tod ihn von den psychologischen Lasten, die er sein ganzes Leben lang getragen hatte. Er war ein bemerkenswerter Mensch, nicht nur im Film, sondern auch im wirklichen Leben, wo die Herausforderungen der Selbsterkenntnis, der Liebe und der Akzeptanz ihn für eine beträchtliche Zeit in Anspruch genommen hatten. Er war ein Mann, der außergewöhnlich war. Es gibt jedoch eine Tatsache, die nicht sehr bekannt ist, nämlich die Tatsache, dass er eine einzigartige Beziehung zu Sophia Loren hatte, die als einer der bekanntesten Stars in Hollywood gilt. Was genau war also die Verbindung zwischen Peter Sellers und Sophia Loren? War es eine Liebesromanze, die von den Medien aufgebauscht wurde, oder war es einfach eine Beziehung zwischen 2 Profis, die von Respekt geprägt war? Im nächsten Abschnitt werden wir uns mit den weniger bekannten Aspekten des Lebens
und der Beziehung dieser beiden großen Stars befassen und einen Blick auf die Geheimnisse werfen, die noch nicht erwähnt wurden. Die Wahrheit über die Verbindung, die derzeit zwischen Peter Sellers und Sophia Loren besteht. Eine der meistdiskutierten Geschichten in der Filmbranche ist die Freundschaft zwischen Sophia Loren und Peter Sellers während der Produktion des Films The Millionaires aus dem Jahr 1960, einer romantischen Komödie, in der Sophia Loren eine reiche Frau und Peter Sellers einen Ehemann spielt, der seiner Frau gegenüber skeptisch ist. Die Chemie zwischen den beiden erregte in den 1960 Jahren, als beide Schauspieler zu den großen Stars der Unterhaltungsindustrie gehörten, große Aufmerksamkeit. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Sophia Loren bereits weltweit als Filmlegende etabliert. Sie war elegant, intellektuell und unwiderstehlich. In der Zwischenzeit hatte Peter Sellers gerade erst begonnen, sich als komödiantisches Genie zu etablieren, das später in Filmen wie Der rosarote Panther und Dr. Seltsam unsterblich werden sollte. Strangelove andererseits war die Realität ihrer Beziehung außerhalb der Leinwand etwas ganz anderes als das idealisierte Bild, das viele Menschen erwartet hatten. Sophia Loren war bestrebt, die Dinge richtig zu stellen, obwohl ihre Beziehung auf dem Bildschirm einzigartig und absolut fesselnd zu sein schien. Es gab nie eine romantische Beziehung zwischen uns. Was in den Nachrichten über uns geschrieben wurde, war nichts weiter als eine Vermutung. In Wirklichkeit handelte es sich um eine rein berufliche Beziehung, die auf gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Wertschätzung als Kollegen in derselben Branche beruht. In der folgenden Erklärung erklärte Loren, dass wir nur Kollegen seien und dass ich Peter als einen Arbeitskollegen betrachte. Die Medien haben alles aufgebauscht und übertrieben, was passiert ist. Zu der Zeit, als der Film gedreht wurde, waren sowohl Sophia Loren als auch Peter Sellers bereits in ernsthaften Beziehungen. Zur gleichen Zeit, als Sellers eine schwierige Ehe mit Britt Eklund führte, war Loren mit Carlo Pani verheiratet. Die Spekulationen über eine mögliche romantische Affäre zwischen den beiden begannen zu kursieren, was zu einer beträchtlichen Medienaufmerksamkeit führte und das öffentliche Interesse schürte. Dies geschah trotz der Tatsache, dass die beiden während ihrer gemeinsamen Arbeit eine herzliche Beziehung aufgebaut hatten. Die Boulevardpresse brachte diese Geschichten an die Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit wollte unbedingt herausfinden, ob mehr an der Geschichte dran war, als es zunächst den Anschein hatte. Sophia Loren bestritt diese Anschuldigungen jedoch vehement. Die Medien haben eine Vielzahl von Geschichten über uns in die Welt gesetzt. Ich möchte jedoch klarstellen, dass unsere Verbindung ausschließlich beruflicher Natur war. Die Erinnerungen, die Peter und ich hatten, waren nichts weiter als angenehme Erfahrungen, die sich aus unserer Beschäftigung ergaben. Nicht mehr und nicht weniger als das. Darüber hinaus betonte sie, dass die Beziehung zwischen ihnen auf Professionalität basiere, wobei der Schwerpunkt auf Respekt und Zusammenarbeit im Unterhaltungssektor liegt. Über den Rahmen ihrer Zusammenarbeit hinaus gab es keine Grenzen, die überschritten wurden. Allerdings, Sellers verliebte sich während der Dreharbeiten hoffnungslos in Loren. Seine Gefühle waren tief und augenblicklich und sie grenzten an Besessenheit, so die meisten Berichte. In einer späteren Aussage erklärte er, dass er von ihr völlig fasziniert war. Die Besessenheit, die Sellers für Loren hegte, ging weit über eine flüchtige Schwärmerei hinaus. Es heißt, dass er glaubte, sie seien füreinander bestimmt, obwohl Loren bereits mit Carlo Ponti, einem italienischen Filmproduzenten, verheiratet war, eine Ehe, die sie eifersüchtig verteidigte. Loren fand, dass die Angelegenheit komplizierter war als erwartet. Obwohl sie Sellers Fähigkeiten schätzte und eine herzliche Beziehung zu ihm als Freund und Co-Star hatte, betrachtete sie ihre Beziehung nie als romantisch. Loren behauptete in ihrer Biografie mit dem Titel Yesterday, Today, Tomorrow, My Life, dass Sellers Freundschaft mit Liebe verwechselt haben muss. Sie betonte, dass er sich zwar mit viel Energie um sie bemühte, sie ihm aber nie Anlass zu der Vermutung gab, dass mehr hinter ihrer Beziehung steckte. Sellers hingegen konnte das nicht so sehen. Es heißt, er habe seinen Freunden und sogar seiner Frau Anne offenbart, dass er Gefühle für Sophia hatte und eine Beziehung mit ihr eingehen wollte, unabhängig davon, ob sie verheiratet war oder nicht. Aufgrund seiner Überzeugung, Loren für sich gewinnen zu können, ging er so weit, die Scheidung von Anne einzureichen. Infolge der emotionalen Auswirkungen litt seine Frau unter großem Leid und sein Privatleben wurde extrem angespannt. Die Nachwirkungen: eine zerbrochene Illusion.
Trotz der Tatsache, dass die Gerüchte weiter kursierten, setzten Sophia Loren und Peter Sellers ihre Karrieren fort und unterhielten eine herzliche und professionelle Beziehung zueinander. Nach ihrer Teilnahme an der Produktion von The Millionaires verfolgte jeder von ihnen einen anderen Weg in seinem persönlichen und beruflichen Leben. Während Sophia Loren ihre Familie großzog, blieb sie mit Carlo Pani zusammen und übte weiterhin ihren Beruf aus. Auf der anderen Seite musste Peter Sellers mit seinen eigenen persönlichen Herausforderungen fertig werden, wie den Schwierigkeiten in seiner Ehe und den Ängsten, die er in seinen nachfolgenden Beziehungen erlebt. In einem Statement, das ihre Beziehung auf den Punkt brachte, erklärte Sophia Loren, die Verbindung zwischen Peter und mir war nichts anderes als die Zusammenarbeit zweier Künstler. Peter ist ein talentierter Mensch und ich schätze mich glücklich, dass ich die Gelegenheit hatte, mit ihm zu arbeiten. Das ist die Summe meiner Dankbarkeit. Obwohl es viele Spekulationen über ihre Beziehung gab, blieb sie höflich und professionell und es gab keine romantische Verlobung außerhalb ihrer beruflichen Interaktionen. Trotz der Behauptungen, Sophia Loren und Peter Sellers hätten eine kurze Affäre gehabt, hat keiner der beiden jemals die Anschuldigungen bestätigt. Das Gerücht, das in den Medien kursierte, beruhte ausschließlich auf Spekulationen und die Arbeitsbeziehung zwischen den beiden ist ein perfektes Beispiel für den gegenseitigen Respekt und die Zusammenarbeit in der Filmbranche. Letzten Endes geht es bei der Geschichte ihrer Verbindung nicht um Liebe oder Skandale, wie sich viele vielleicht vorgestellt haben, sondern um die Zusammenarbeit zweier legendärer Künstler, die eine respektvolle und unterstützende Freundschaft im Bereich des Films aufgebaut haben. Angesichts der hier dargelegten Informationen ist es nun mehr als offensichtlich, dass die Verbindung zwischen Sophia Loren und Peter Sellers keineswegs die Liebesgeschichte war, die die Medien propagiert hatten. Vielmehr handelte es sich um eine Beziehung, die sowohl kreativer als auch professioneller Natur war, geprägt von gegenseitigem Respekt für die Fähigkeiten des anderen und dem Bewusstsein ihrer jeweiligen Position im Filmgeschäft. Es ist eine Erinnerung daran, wie Gerüchte die Wahrheit verfälschen können, und es wirft ein Licht auf die Integrität und Professionalität zweier Hollywood-Superstars. Der Bericht über ihre Arbeitspartnerschaft ist ein Höhepunkt ihrer beruflichen Verbindung. Nehmen wir uns also die Zeit, um die bemerkenswerte Beziehung zwischen Sophia Loren und Peter Sellers zu würdigen, auch wenn sie sehr bescheiden ist. Sie hatten einfach eine Arbeitsfreundschaft, die von Respekt und Wertschätzung für die Fähigkeiten des jeweils anderen geprägt war. Dieses Band entstand, weil sie zwei der hellsten Stars in Hollywood waren. Ihre echte Verbindung ist nach wie vor ein Denkmal für die Professionalität, die häufig als Grundlage für die legendärsten Leinwandkooperationen dient, auch wenn die Gerüchte in der Öffentlichkeit die Gemüter erhitzt haben mögen. Die Beschäftigung von Sellers mit Loren wirkte sich sowohl auf sein Privat- als auch auf sein Berufsleben aus. Während und nach den Dreharbeiten wurde sein Verhalten zunehmend unberechenbar. Anderen Berichten zufolge erlitt er sogar einen kleinen Herzinfarkt, der durch die seelischen Qualen, die er aufgrund der Zurückweisung erlitt, ausgelöst worden sein soll. Während dieser Zeit wurden einige seiner persönlichen Beziehungen, vor allem zu seinen Kindern, immer angespannter, obwohl seine Arbeit gut lief. Im Laufe ihrer langen Karriere wurde Loren häufig bewundert, gesucht und gelegentlich bis zum Äußersten gejagt. Diese Erfahrung wurde zu einem Teil ihres ständigen Berufs. Trotz der Tatsache, dass ihre Ehe mit rechtlichen und theologischen Problemen behaftet war, blieb sie Ponti treu, den sie vorbehaltlos und sehr liebte. Nachdem viele Jahre vergangen waren, dachte Sophia Loren mit einer Mischung aus Mitgefühl und Unbehagen an das Ereignis zurück. In Interviews bezeichnete sie Sellers, einen guten Freund, bedauerte aber auch, dass er sich von seinen Emotionen überwältigen ließ. Obwohl sie seine Brillanz anerkannte, wies sie auch darauf hin, wie emotional instabil er war und wie sehr er unter dem Druck stand, berühmt zu sein. Was Peter Sellers betrifft, so hat er sich nie wirklich von seinen Gefühlen für Loren gelöst. Obwohl er nach ihrer ersten Begegnung mehrmals heiratete, glauben viele Biografen und enge Freunde, dass Sophia in seiner Vorstellung weiterhin eine Art idealisierte Figur war. Sie war diejenige, die ihm entging, und zwar nicht wegen einer verlorenen Liebe, sondern weil sie nie wirklich existierte. Unabhängig davon, ob man die Geschichte über Sophia Lorens Beziehung zu ihm glaubt oder nicht, ist es wahr, dass die Ereignisse in seiner Kindheit einen großen Einfluss auf seine Psyche und auch auf die Art und Weise hatten, wie er über die Liebe dachte. Jetzt wissen Sie, was Sophia Loren preisgegeben hat. Drehen wir also die Zeit zurück, um über die Reise einer Legende nachzudenken. Das geheimnisvolle Leben und die künstlerische Reise. Peter Sellers wurde von klein auf in ein lebendiges und künstlerisches Umfeld hineingeboren. Seine Eltern, William und Agnes Sellers, waren beide beruflich in den Bereichen Musik und Zirkus tätig.
was zu einem Umfeld führte, das nicht nur aufregend und motivierend, sondern auch mit Schwierigkeiten behaftet war. Die Familie Sellers reiste viel umher und trat in Shows und Zirkussen im ganzen Vereinigten Königreich auf. Während dieser Reisen kam Peter zum ersten Mal mit den darstellenden Künsten in Berührung. Andererseits war dies nicht immer ein Grund zur Freude. Durch seine ständige Reisetätigkeit fühlte er sich instabil und hatte keine sinnvollen Beziehungen zu seinen Altersgenossen, was dazu führte, dass sich ein schreckliches Gefühl der Einsamkeit in seinem Gehirn festsetzte. Neben der Tatsache, dass er keine Bekannten hatte, trug auch das komplizierte Verhältnis zu seiner Mutter Agnes zu seinem Gefühl der Isolation bei. Als herrschsüchtige Person, die einen großen Einfluss auf Peters Leben ausübte, hatte sie stets extrem hohe Erwartungen an die Fähigkeiten ihres Sohnes, was dazu führte, dass das sensible Kleinkind einem großen Druck ausgesetzt war. Trotzdem hat Peter Sellers seine Liebe und seinen Respekt für seine Mutter nie verleugnet, auch wenn seine Zuneigung zu ihr gelegentlich von inneren Kämpfen geprägt war. Im Rahmen dieses familiären Umfelds, das von hohen Erwartungen und Stress geprägt war, begann Peter Sellers seine einzigartige Fähigkeit zu erkennen, die Stimmen und Verhaltensweisen von Personen in seiner unmittelbaren Umgebung zu imitieren. Diese besondere Fähigkeit war die Initialzündung, die ihn schließlich dazu bringen sollte, seinen eigenen Weg in der Welt der Kunst zu finden. Obwohl Peter in der Schule kein besonders hervorragender Schüler war, gelang es ihm immer wieder, seine Professoren und Freunde mit seinen hervorragenden Imitationen zu beeindrucken. Das galt nicht nur für seine Freunde, sondern auch für seine Lehrer. Seine Fähigkeit, eine breite Palette von Persönlichkeiten darzustellen, wurde zum bestimmenden Merkmal von Peter Sellers, einem Schauspieler, der eine unendliche Fähigkeit zur emotionalen Veränderung besaß. Wenn sie auf dem Grund der Mine ankommen, wird jede einzelne Person noch am Leben sein. Es gibt keine belastenden Erinnerungen. Und das vorherrschende Gefühl ist das der Sehnsucht nach den Menschen, die zurückgelassen wurden. Alle zusammen, nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, meldete sich Peter bei der Royal Air Force. Da er jedoch nicht über die notwendigen Qualifikationen verfügte, um Pilot zu werden, wurde er zu Unterhaltungsaufgaben eingeteilt, zu denen auch das Spielen für Soldaten gehörte, die an militärischen Standorten stationiert waren. Peters Karriere wurde von dieser Zeit maßgeblich beeinflusst, da er seine komödiantischen Fähigkeiten weiter verfeinerte und zu der Erkenntnis gelangte, dass die Künste das Potenzial hatten, das Leid und die Spannungen zu lindern, die mit dem Leben während des Krieges allgemein verbunden waren. Seine Auftritte trugen nicht nur dazu bei, dass sich die Truppen wohler fühlten, sondern vermittelten Peter Sellers auch ein tieferes Verständnis für das Leben und die Menschen, was seine künftige komödiantische Herangehensweise maßgeblich beeinflusst. Nach dem Ende des Krieges suchte Peter Sellers nach Möglichkeiten, seine Karriere in der Unterhaltungsindustrie voranzutreiben. In den 1950er Jahren gehörte er zur Besetzung von The Goon Show bei der BBC, was sich als ein entscheidender Moment in seinem Leben erwies. Es dauerte nicht lange, bis die Sendung zu einem Phänomen der britischen Comedy wurde und Peter mit seiner grenzenlosen Verwandlungsfähigkeit wurde zu einer der herausragenden Persönlichkeiten der Show. Seine Fähigkeit, sich in Dutzende verschiedener Persönlichkeiten zu verwandeln, von der Stimme bis zur Gestik, versetzte sowohl das Publikum als auch die Kritiker in Erstaunen. Er verkörperte nicht nur eine einzige Rolle, sondern hatte auch die Fähigkeit, sie zu verwandeln. Peter Sellers konnte in die Welt des Films eintreten, weil sich ihm durch die Goon Show die Möglichkeit dazu bot. Trotzdem war der Einstieg ins Filmgeschäft nicht ganz einfach. In der Anfangsphase seiner Filmkarriere wurde Peter ausschließlich in Nebenrollen in britischen Komödien besetzt. Infolgedessen kam seine Karriere nicht sofort in Schwung. Trotzdem hat Peter Sellers nie aufgegeben, obwohl er ein Perfektionist war und eine große Begeisterung für die Kunst hatte. Er sah jede Position als Gelegenheit, sein Talent unter Beweis zu stellen und sich als Individuum weiterzuentwickeln, etwas, das nur sehr wenige Menschen so gut hinbekommen wie er. Seine Darbietungen waren bis ins kleinste Detail durchdacht und er hielt keine Rolle für unwürdig, sie zu erforschen und zu perfektionieren. Die frühen Jahre des Lebens und der Arbeit von Peter Sellers zeigen nicht nur die ihm innewohnenden Fähigkeiten, sondern auch, dass er ein leidenschaftlicher und motivierter Mann ist. Peter entwickelte sich von einem schüchternen kleinen Kind, das im Schatten der Erwartungen seiner Familie lebte, zu einem außergewöhnlichen Komiker, der als Inspirationsquelle für Künstler der nachfolgenden Generationen dient. Für eine der legendärsten Figuren der Filmgeschichte war dies nur der Anfang einer Reise voller Triumphe, Tragödien und Geheimnisse, die nie gelüftet wurden. Doch das war nur der Anfang.
Kennen Sie die Geschichte hinter einer seiner ikonischsten Rollen, The Pink Panther? Ein Projekt, das nicht nur Sellers Karriere veränderte, sondern auch einen bleibenden Eindruck in der Filmgeschichte hinterließ. Lassen Sie uns eintauchen in die interessanten Details und die Geheimnisse, die noch über die Entstehung dieses Films gelüftet werden müssen. Der Entstehungsprozess von The Pink Panther. Die Karriere von Peter Sellers nahm 1963 eine neue Richtung, als er in dem Film Der rosarote Panther zu sehen war. In diesem Film spielte er die Rolle des Inspektor Clouseau, eine Figur, die sowohl charmant als auch idiotisch war. Die Veröffentlichung dieses Films markierte nicht nur den Beginn einer bekannten Komödienserie, sondern stellte auch einen bedeutenden Wendepunkt in der Karriere von Richard Sellers dar. Andererseits verbirgt sich hinter all dem Glanz und Glamour eine dramatische Handlung hinter den Kulissen, in der sein Genie und seine Unberechenbarkeit eine der denkwürdigsten Figuren der Filmgeschichte bilden. Ursprünglich sollte die Figur des Clouseau keine Hauptrolle in der Geschichte spielen. Im ersten Entwurf des Drehbuchs war Clouseau nur eine Nebenfigur und David Niven war der Hauptdarsteller, der die Rolle des Sir Charles Lytton spielte. Die erstaunliche Fähigkeit von Peter Sellers, sich in Clouseau zu verwandeln, ermöglichte es ihm hingegen, die Aufmerksamkeit des Publikums sofort zu fesseln und zur zentralen Figur des Films zu werden. Clouseau, wie er von Sellers dargestellt wurde, entwickelte sich zu einer Figur, die nicht nur exzentrisch, sondern auch liebenswert war. Er war nicht mehr nur ein dummer Ermittler, Clouseau wurde zum Leben erweckt und hinterließ mit seinen unbeholfenen Bewegungen den lächerlichen Umständen, die er erlebte, und seinem unvollkommenen, aber verführerischen französischen Akzent einen unauslöschlichen Eindruck. Was Peter Sellers von anderen Schauspielern unterschied, war seine sehr nuancierte Improvisation. Sellers baute in jede Szene unerwartete komische Aspekte ein, wodurch jede Szene dynamischer und spontaner wurde. Dies steht im Gegensatz zu den meisten Darstellern, die nur das ausführten, was im Drehbuch vorgegeben war. Ein besonders anschauliches Beispiel ist die Szene, in der Clouseau eine Vase zerstört und dann versucht, sie zu verdecken. Mit seinem grenzenlosen Einfallsreichtum hat sich Sellers diesen Umstand selbst ausgedacht und eine Szene geschaffen, die sowohl humorvoll als auch voller Leidenschaft ist. Diese Situation war nicht im Originaldrehbuch enthalten, sondern wurde auch von Sellers erfunden. Der Regisseur Blake Edwards erkannte die Bedeutung dieser besonderen Szene, und obwohl sie im ursprünglichen Plan nicht enthalten war, entschied er sich, sie zu erhalten und in den Film auf bedeutsame Weise einzubauen. Dennoch gab es Zeiten, in denen die Dinge nicht nach Plan liefen. Der Erfindungsreichtum von Peter Sellers war, obwohl er hervorragend war, nicht immer leicht zu umarmen. Da Sellers ein Perfektionist war, der stets versuchte, alles perfekt zu machen, geriet er gelegentlich in heftige Auseinandersetzungen mit Blake Edwards, dem Regisseur des Films. Am Set herrschte eine hitzige Atmosphäre, da sie sich darüber stritten, wie die Figur des Clouseau entwickelt werden sollte. Edwards wollte einen goldenen Mittelweg zwischen komödiantischen und dramatischen Elementen finden. Sellers hingegen wollte den Schwerpunkt auf den humoristischen Teil legen, und zwar so sehr, dass andere Aspekte in den Hintergrund traten. Es ist möglich, dass die Meinungsverschiedenheiten, die sie miteinander hatten, nicht immer zu sofortigen Ergebnissen führten, dennoch war es gerade wegen dieser Herausforderungen, dass sich Der rosarote Panther zu einem Meisterwerk entwickelte, das einzigartig, unverwechselbar und kreativ ist. Darüber hinaus war Peter Sellers für sein unstetes Verhalten bekannt, was die Arbeit am Set zusätzlich erschwerte. Hinzu kamen die künstlerischen Meinungsverschiedenheiten, die sie hatten. Innerhalb eines Augenblicks konnte Sellers von einer fröhlichen und ausgelassenen Stimmung in eine düstere und distanzierte Stimmung wechseln, da er an einer bipolaren Krankheit litt. Es gab Gelegenheiten, bei denen er klarstellte, dass er mit niemandem zusammenarbeiten würde, aber sobald die Kameras liefen, verwandelte sich Sellers plötzlich und ohne Probleme in Clouseau. Die Tatsache, dass er in der Lage war, Clouseau zum Leben zu erwecken, wann immer er vor der Kamera stand, obwohl er unter psychischen Problemen litt, zeugt von seiner Brillanz und Hingabe an seine Kunst. Das Endprodukt von Der rosarote Panther war besser als erwartet, obwohl die Produktion mit großen Schwierigkeiten verbunden war. Der Film war nicht nur ein finanzieller Erfolg, sondern wurde während seiner Laufzeit auch zu einer legendären Figur in der Filmbranche. Die Figur des Clouseau sorgte nicht nur für hysterische Lacher beim Publikum, sondern hinterließ auch einen unauslöschlichen Eindruck über die Bedeutung von Durchhaltevermögen, Selbstvertrauen und der Fähigkeit, trotz Unzulänglichkeiten zu triumphieren. Obwohl er nicht fehlerfrei war, gelang es Clouseau, die Herzen der Zuschauer mit seinem charmanten und albernen Verhalten zu erobern.
Seit dem Erscheinen von der Rosarote Panther hat Peter Sellers die Rolle des Clouseau in einer Reihe von Fortsetzungen weitergespielt, von denen jede seine Position in der Welt der Komödie weiter gefestigt hat. Trotzdem verbirgt sich hinter den amüsanten Momenten und Lachern die komplizierte Geschichte eines Mannes, der ständig mit sich selbst kämpft. Die persönlichen Kämpfe, kreativen Auseinandersetzungen und mentalen Herausforderungen, die Sellers hatte, waren die Faktoren, die zur Entstehung einer Legende beitrugen. Sellers war ein Genie. Das Vermächtnis, das er in der Welt der Komödie hinterließ, bestand jedoch nicht nur aus glücklichen Momenten, sondern auch aus der idealen Verbindung von Kunst und Elend, von Humor und Leid, die nur wenige richtig zu verstehen vermochten. Das Lachen wurde von Peter Sellers aus dem Bereich der einfachen Unterhaltung in den Bereich der echten Kunst erhoben, und der Rosarote Panther ist ein eindrucksvolles Beispiel für diese Transformation. Der Film wurde von einem einfachen Unterhaltungsstück zu einem Filmklassiker, der die Zeiten überdauert hat, weil Sellers eine so dumme Figur wie Clouseau spielte. Glauben Sie, dass Peter Sellers seinen Frieden gefunden hätte, wenn es mit Sophia Loren anders gelaufen wäre? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit und sagen Sie uns, welchen klassischen Schauspieler oder welche klassische Schauspielerin wir als nächstes vorstellen sollen. Vergessen Sie nicht, die Seite zu liken, zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken, um weitere emotionale Reisen in Hollywoods goldenes Zeitalter zu erhalten.